Servus Leute, Matti hier von Outdoor Kitchen. Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, heute mache ich geräucherte Schweinerippchen. Und zwar werde ich die Rippchen nicht heiß räuchern, so wie ihr sie aus den Metzgereien kennt, sondern schön kalt räuchern. Also ich werde euch von Anfang bis Ende zeigen, wie das geht. Ist eigentlich total simpel. Ja, geräucherte Rippchen, die sind super lecker, eignen sich ganz toll für viele Eintopfgerichte. Letztens wollte ich mir geräucherte Rippchen beim Metzger kaufen. Der erste Metzger wusste gar nicht, was das ist. Der zweite wollte mir Kassler andrehen und der dritte ja nur auf Vorbestellung. Ja gut, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich das selber. Ich habe jetzt mal 3 Kilo Rippchen gekauft. Ja, und wie man diese wunderbaren Schweinerippchen kalt räuchert, das zeige ich euch in dem Video. Ja, wie ihr seht, habe ich hier 3 Kilo frische Schweinerippchen. Die werden wir jetzt pökeln erstmal und dazu nutze ich Nitritpökelsalz. Pro Gramm Fleisch nimmt man 35 Gramm NPS, also Nitritpökelsalz. Das ist eine gute Menge. Nimmt man weniger, könnte das Fleisch verderben. Nimmt man mehr, hat man einen Salzklumpen, der nicht schmeckt. Ja, jetzt habe ich das einfach nur in der Frischhalterfolie eingewickelt. Manche vakuumieren das, ist überhaupt nicht notwendig. Ein bisschen Nitritpökelsalz, mehr brauchst du nicht. Pro Kilo Fleisch 35 Gramm. Und ja, das Ganze pökelt dann in Eigenlake. Ja, nach 3 bis 4 Tagen geht es dann weiter. Ja, die Rippchen, die habe ich jetzt 4 Tage im Kühlschrank gehabt, damit sie schön durchpökeln können. Ja, manche tun das Fleisch nochmal wässern, ist nicht notwendig. Das macht ihr nur, wenn ihr das Fleisch übersalzen habt. Die Menge von 35 Gramm auf 1 Kilo Fleisch ist meiner Meinung nach optimal. Ja, was ich machen werde, ich werde sie jetzt auspacken und einfach mal unter kaltem Wasser abwaschen und dann hänge ich sie auf, damit sie schön durchbrennen können. Ja, die Rippchen hängen jetzt 2 bis 3 Tage an der Kette, damit sie schön durchbrennen können. Warum durchbrennen? Ja, das ist zum einen wichtig, damit die Rippchen erstmal Flüssigkeit bzw. Wasser verlieren nochmal an. Zweitens, damit sich der Salzgehalt innen drin reguliert und drittens, damit die Oberfläche schön trocken wird, weil auf feuchtem Fleisch haftet der kalte Rauch später nicht und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der kalte Rauch bzw. die feinen Rauchpartikel, die lagern sich ja später auf dem Fleisch ab, geben ihm nicht nur Aroma, sondern konservieren das Fleisch auch nochmal und wie gesagt, auf feuchtem Fleisch haftet der kalte Rauch nicht. Ja, beim Kalträuchern habt ihr im Prinzip 4 Prozesse. Ja, das erste ist das Salzen und Würzen von dem Räuchergut und das Trockenpökeln in Eigenlake. Der zweite Prozess ist das Waschen oder Wässern des Fleisches sowie das Durchbrennen an der Luft für 2 bis 3 Tage. Der dritte Prozess ist das Kalträuchern an sich. Und der vierte Prozess ist die Reifung, weil wie gesagt, direkt nach dem Räuchern könnt ihr das nicht essen. Das braucht dann immer noch entweder ein paar Tage, Wochen oder sogar Monate, je nachdem, um was für Räuchergut es sich handelt. Ja, und unsere Rippchen, die lassen wir jetzt 3 Tage in der Luft und dann werden wir mit dem ersten Räuchervorgang beginnen. Ja, die Rippchen hängen jetzt 2 bis 3 Tage an der Kette, damit sie schön durchbrennen können. Ja, manche tun das Fleisch nochmal wässern. Nimmt man weniger, könnte das Fleisch verderben. Nimmt man mehr, hat man einen Salzklumpen, der nicht schmeckt. Ja, und unsere Rippchen, die lassen wir jetzt 3 Tage in der Luft und dann werden wir mit dem ersten Räuchervorgang beginnen.
Das Ganze räuchern wir jetzt über Nacht, 8 bis 10 Stunden, und dann braucht es eine Frischluftphase von 8 bis 10 Stunden. Das Ganze wiederholen wir ungefähr 4 bis 5 Mal. Ja, räuchern könnt ihr in so einem Räucherschrank, die gibt es auch in der kleineren Version. Im Prinzip könnt ihr auch im Smoker räuchern, das hängt halt vom Räuchergut ab, oder in einer Räuchertonne. Im Prinzip reicht auch ein großer Karton, wenn man ein bisschen Übung hat, wenn man nicht alles anzündet. Ja, was gibt es zu beachten beim Kalträuchern? Erstmal der Unterschied zum Heißräuchern. Die Temperatur darf keinesfalls über 30 Grad kommen, weil sonst gerinnt das Eiweiß aus dem Fleisch und wir tun das Fleisch garen. Das wollen wir nicht, im Gegensatz zum Heißräuchern. Der kalte Rauch, der steigt auf, der bildet so einen Schutzfilm um das Fleisch. Zum einen tut das aromatisieren, zum zweiten konservieren. Und ja, was gibt es zu beachten noch? Ja, ich räuchere prinzipiell nur auf Buchenholzspänen. Das schüttet ihr schön U-förmig in den Kasten. Ja, links und rechts in den Enden legt ihr einfach ein Stück Holzkohle drauf. Das Ganze glimmt dann schön ab. Wir brauchen, wie gesagt, 8 bis 10 Stunden konstant kalten Rauch. Ja, die Rippchen, die werden jetzt über Nacht kalt geräuchert in dem Schrank. Dann brauchen sie eine Frischluftphase von ebenso 8 bis 10 Stunden. Dann wieder räuchern, dann wieder Frischluft. So, das Ganze wiederhole ich 4 bis 5 Mal. Und ja, und dann sind wir mal gespannt auf das Ergebnis. So, der erste Räuchervorgang ist abgeschlossen. Wie ihr seht, es hat sich ein schöner Rauchfilm auf dem Rippchen gebildet. Ich habe auch Glück mit dem Wetter. Es ist heute trocken und sehr windig. Es ist ungefähr 8 Grad, also die optimale Temperatur. Ja, und dann habe ich sie nochmal aufgehängt. Wie gesagt, erstmal eine Räucherphase, dann eine Frischluftphase. Und jetzt kommen sie wieder für 8 Stunden in den Räucherschrank. Oh, dieser Geruch. Oh. Oh Mann, ich liebe einfach den Geruch. Ich könnte stundenlang neben dem Räucherschrank sitzen und zugucken und boah, was ein Aroma das ist. Ja, die Rippchen sind fertig und wie ihr seht, hat das durch den Rauch eine schöne goldene Farbe bekommen und ja, das Fleisch ist schön rot. Das duftet einfach nur nach Fleisch und Räucherkammer. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Und ja, das Rippchen ist kalt geräuchert, locker mal ein halbes Jahr haltbar. Ja, und ich lasse die Rippchen jetzt noch ein bisschen abhängen und reifen. Auf jeden Fall wirklich eine super leckere Angelegenheit, kann ich euch nur empfehlen. Ja, und ihr könnt mal gespannt sein, was ich demnächst mit sowas machen werde. Ich werde mal so ein kroatisches Gericht machen, das nennt sich Kalja. Im Prinzip Rippchen mit Sauerkraut auf Deutsch, ja eigentlich ein hessisch-kroatisches Gericht. Esse ich sehr, sehr gerne, also einfach nur ein bisschen Sauerkraut, ein paar Kartoffeln und Rippchen dazu. Was brauchst du mehr? Ja, ich hoffe, der Clip hat euch gefallen. Ich räuchere demnächst noch viele andere leckere Dinge, nicht nur Rippchen. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder zuschalten würdet. Und ja, macht's gut, euer Matti.